Wenn man auf die Skyline von Frankfurt schaut, was sticht hervor? Der Bleistift. Jeder kennt den Messeturm. Das macht ihn halt schon zu einem besonderen Objekt. Da brauchen wir gar nicht sagen, auf welcher Adresse wir sind. Wenn wir sagen, wir sind im Messeturm, weiß jeder, wo wir sind. Inmitten der Hochglanzfassaden von Deutschlands einziger Skyline sticht er besonders hervor. Der Messeturm. Das bedeutet aber auch höchste Sicherheitsstufe. Hier ist eigentlich immer potenzielle Bedrohung. Der Messeturm als Wahrzeichen Frankfurts steht unter besonderer Beobachtung. Auf die Spitze der Pyramide möchte jeder mal rauf. Und er hat seine Augen überall. Sicherheitschef Alexander Ambrosius. Von seinem Überwachungsraum oberhalb der Lobby hat er den kompletten Überblick. Der neue Eingangsbereich des Messeturms ist videoüberwacht. Besucher kommen nur mit Anmeldung und mit Karte zu den verschiedenen Büros. Einfach so in ein Stockwerk? Keine Chance. In der heutigen Zeit haben wir sehr viele potenzielle Angreifer. Daher auch eben dieser hohe Sicherheitsaufwand. Nur so viel, wir sind momentan auf dem Stand, dass wir selbst die kleinsten Mauselöcher zugemacht haben. Ja, also es ist momentan ohne Berechtigung nicht möglich, den Turm zu betreten. 2022 hat er hier angefangen. Von Bayern zog er dafür nach Hessen. Der Messeturm, das Wahrzeichen Frankfurts. Hier als Objektleiter zu arbeiten, ist extrem reizvoll. 256 Meter. Vom Keller bis zur Spitze 64 Etagen. Die 59. wird gerade für einen neuen Mieter hergerichtet. Von hier oben wirken sogar die übrigen Hochhäuser der Stadt überschaubar. Wenn Sie hier hochkommen, ist es halt einfach, ja. Sie schauen einmal über Frankfurt, wenn das Wetter ideal ist. Heute ist mal eher die höhere Wolkenlage. Können wir auch nichts machen. 1100 Quadratmeter Mietfläche hat die Etage im 59. Stock. Für diese exklusive Höhe sind etwa 35 € Miete pro Quadratmeter fällig. Die spezielle Architektur und die markante Pyramide auf dem Dach machen den Messeturm zu einem Wahrzeichen der Stadt. Gerade über die Spitze wird immer wieder spekuliert. Was verbirgt sich hinter der gläsernen Fassade? Für Besucher gibt es keine Chance, das selbst herauszufinden. Nur über Leitern, durch enge Gänge und hochgesicherte Türen kommt man nach oben. Alexander Ambrosius kennt die Mythen über die legendäre Turmspitze. Vom Luxusloft bis zur geheimen Überwachungszentrale. Mit der Realität haben die allerdings nicht viel zu tun. Das ist ein riesengroßer Technikraum. Ja. Hat nichts Mystisches, nur viel Arbeit. In den vergangenen Jahren ist die Turmspitze immer wieder das Ziel von Kletterern geworden. Für die ist es ein Kick, ungesichert hier hochzukommen. Für coole Fotos und Filme auf Social Media versuchen weltweit junge Menschen auf das Dach eines Hochhauses zu gelangen. Ja, es gibt diese Rooftopper-Szene, die hier das ganz gerne zum Ziel nehmen. 2019 gelingt es einigen, auf die Spitze des Messeturms zu klettern. Die waghalsige Aktion verbreitet sich schnell im Netz. Seitdem sind die Sicherheitsmaßnahmen noch einmal verschärft worden. Die illegalen Besteigungen kann ich nicht nachvollziehen, weil an und für sich ist es ein ganz heißes Spiel mit dem Feuer. Es ist sehr gefährlich. Man darf die Höhe nicht vergessen. Wir haben hier oben auch Scherwinde, die mal ganz schnell mal 100 km/h erreichen. Ja, und dann geht es halt über 200 Meter abwärts.
Der Messeturm, zentral gelegen im Westend. Ein Wolkenkratzer nur für Business. Unzählige Büros, verschiedene Kanzleien, Konsulate, mehrere tausend Arbeitsplätze. Als einziges Hochhaus in Frankfurt hat der Messeturm einen eigenen U-Bahn-Zugang. Viele, die zum Messeturm wollen, nutzen die U-Bahn. So wie Kirsten Zorn. Seit 2019 arbeitet die Anwältin hier. Ich habe in Frankfurt sehr viele Hochhäuser schon betreut und kam irgendwann zu der spannenden Aufgabe, Messeturm zu verwalten. Und dann wurde überlegt, ja, wer kann den Messeturm übernehmen? Und dann ist die Aufgabe glücklicherweise auf mich gefallen. Heute Morgen kommt sie direkt von der U-Bahn ins Untergeschoss des Messeturms und fährt hoch in die neue Lobby. Erstmal bei den Mitarbeiterinnen am Empfang vorbeischauen. Morgen, hallo. Morgen. Alles soweit in Ordnung? Alles klar. Wenn irgendwas unklar ist. Auch für sie ist Kirsten Zorn die Ansprechpartnerin. Ja, wunderbar. Genau, von der Pflanzenlieferung, da kann auch noch mal jemand kommen. Vielleicht. Als Immobilienverwalterin kümmert sie sich um alles. Mieter, Dienstleister, Security. Damit sie immer gleich vor Ort ist, hat ihre Firma eigene Büros im Messeturm. Für Kirsten Zorn ein Glücksfall. Man hat natürlich immer irgendwelche besondere Objekte, ja, oder ja, sei es denn durch die Lage oder wie das Gebäude aussieht. Und da sticht natürlich der Messeturm heraus. Bei der Fertigstellung war der Messeturm mit 256 Metern der höchste innerhalb der EU. Mittlerweile hat er diesen Superlativ an den Commerzbank Tower verloren. Ein symbolträchtiges Hochhaus bleibt er trotzdem. Und deshalb sind die Sicherheitsvorkehrungen besonders hoch. Mittlerweile sind zumindest die Lobby, das Café und das Restaurant öffentlich. Umso wachsamer ist das Sicherheitsteam am Eingang. Denken Sie zurück gerade an 9/11, ein Riesenhochhaus, beziehungsweise der Zwilling, zwei Hochhäuser, die dann zusammengestürzt sind. Das hat die Leute schon aufgeweckt. So ein Ding ist nicht sicher. Brandschutzordnung Teil B, die ist für alle, die, ich sag mal, regelmäßig im Gebäude sind. Also Was ist, wenn es im Tower brennt? Im Messeturm werden regelmäßig Sicherheitsschulungen angeboten. Heute geht es ganz konkret um Brandschutz. Wie kann man selbst bei kleineren Bränden eingreifen? Da sitzen dann die IT-Sicherheitsexpertin genauso wie der Restaurantleiter oder der Anwalt eines internationalen Unternehmens. Wir müssen erst runtergehen, weil es soll anfangen zu regnen. Dann machen wir erst die Praxis. Eine willkommene Abwechslung vom Büroalltag und eine wichtige Übung. In allen Büros und Fluren gibt es Feuerlöscher. Die wenigsten aber haben so einen jemals bedient. Sich trauen, selbst tätig zu werden. Vielleicht ist das heute die wichtigste Lektion. Kirsten Zorn hat einen Termin mit einem Mieter im Messeturm. Die Anwaltskanzlei Lupp & Partner hat seit 2022 Büros in der gesamten 50. Etage. 1250 Quadratmeter. Neben München, Hamburg und Berlin hat sich die renommierte Kanzlei für Frankfurt und den Messeturm als weiteren Standort entschieden. Das passt, findet Kirsten Zorn. Es ist keine Firma dabei, jetzt, wo man sagt, ach naja, das ist nur eine kleine Klitsche, ja, die hätte auch jetzt woanders hingepasst. Ja. Das ist eben so, das Klientel ist sehr ausgewählt, sag ich jetzt mal. Das ist sehr anspruchsvoll. Das sieht natürlich hier top aus, ne? Wenn man hier rausschaut. Das hat schon was, ne? Ja, den richtigen Überblick gefunden. Genau, ja. Insofern. Ja. Also wenn die Leute den Blick sehen, alle sind beeindruckt. Ja. Und manche sagen, ja, ihr seid nicht in der Innenstadt, aber heutzutage, das macht keinen Unterschied. Über die Frankfurter Innenstadt.
Dafür seien sie, so Christopher Kellett, hier in der 50. Etage Deutschlands höchste Kanzlei. Und der Ausblick von jedem einzelnen Büro, zumindest bei schönem Wetter, einmalig. Da zu telefonieren oder die. Es gibt wunderschöne Tage wie Inversionstage, wo die Nebel oder Wolken sind unterhalb und der blaue Himmel oberhalb. Wir sitzen da im Sonnenschein. Genau, und sehen nur die Spitzen nur von die den anderen Dächer. Häusern. Ein bisschen wie im Flugzeug, dann fliegen über die Wolken. Das Projekt hat natürlich eher Länge hier, wenn es mit Asien ist. Es ist schön, hier zu sein. Ich glaube, im Alltag merkt man es nicht. Aber wenn man außerhalb ist, wenn ich vorbeifahre, dann sagt man, guck mal, Papas Büro oder Frankfurter Bleistift. Und die man dann wissen alle, wo es ist. Es hat so diese Wiedererkennungsmerkmal und da ist so eine gewisse Qualität, Vertrautheit, so ein schönes Merkmal. Also nicht nur noch ein Gebäude irgendwo. Dass man den Bleistift auf Anhieb erkennt, ist vielen Firmen hier wichtig. Der Sitz in einem Wahrzeichen Frankfurts hat trotz der vielen Sicherheitsbestimmungen auch Vorteile. Die 18. Etage des Turms wird gerade renoviert. In ein paar Monaten sollen hier wieder neue Büros bezogen werden. Kirsten Zorn zeigt Ruth Hehmann, Personalleiterin einer IT-Sicherheitsfirma, die Baufortschritte. Wir haben jetzt gestern gerade die neuen Lüftungskanäle bekommen. Die werden jetzt montiert an den Decken an einigen Stellen da hinten. Da können Sie es auch schon sehen, da sind sie schon dran. Und hier eben wird das gerade vorbereitet. Ne? So sieht es aus, wenn also noch gar nichts, sage ich jetzt mal, drin sind. Das ist ganz sehr der beeindruckend, Rohbau. wenn es ganz leer ist und hinterher das sich dann wieder in ein schönes Büro verwandelt. Oft wird nach einem Mieterwechsel die komplette Etage nach den Wünschen der neuen Firma umgebaut. Manche wollen abgeschlossene Büros, andere mögen es gerne offener. Ruth Hehmanns Firma hat bereits Büros im darüberliegenden Stockwerk. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dann oben oder unten bin. Wir werden einen Teil der Mitarbeiter, die warten jetzt schon drauf, nach unten zu kommen, wenn es dann soweit ist. Und da wir ja extrem stark wachsen, wir legen jeden Monat 10 Mitarbeiter zu, das wird schnell wieder gefüllt werden. Wir sind wirklich im starken Wachstum und deswegen sind wir froh, dass wir dann die beiden Etagen übereinander haben. Erst seit 2023 hat die internationale IT-Firma einen Sitz in Frankfurt. Einer von 30 Standorten weltweit. Ruth Hehmann ist überzeugt, hier im Messeturm ist genau der richtige Platz. Wir wollen ja unseren Kollegen in den USA, Kanada, Australien, überall, wo wir sitzen, auch sagen, dass wir hier in Frankfurt in einem total wichtigen Gebäude sitzen. Das ist ja das Landmark, wie man im Englischen so schön sagt. Das wäre, wie wenn man in Paris den Eiffelturm darstellt oder in Sydney die Opera Tower. In Frankfurt ist es der Messeturm. Das war ja ziemlich lange das größte Hochhaus in Deutschland und in Europa, als es gebaut wurde. Und deswegen ist es so das Sinnbild für Frankfurt. Und das zeige ich meinen Kollegen ganz gerne. Das ist auch mein Zoom-Hintergrund. Ich sitze dann da so mittig und zeige dann immer, in dem Gebäude sitze ich. Und das ist hat für uns auch einen wichtigen Aspekt. Für Kunden auch. Wir haben ja hier viele Kundenmeetings. Die kommen hierher und da brauchen wir gar nicht sagen, auf welcher Adresse wir sind. Wenn wir sagen, wir sind im Messeturm, weiß jeder, wo wir sind. Da ist die Adresse unwichtig, weil jeder dieses Gebäude kennt in Deutschland. Und deswegen ist es schön, hier zu sein. Wir sind stolz, hier zu sein, weil es einfach eine besondere Adresse ist. Der Messeturm ist über Frankfurt hinaus bekannt. Ich kriege das auch von anderen mit, die mal vorbeikommen und sagen, wow, toll, so würde ich auch gerne arbeiten. Und ja, es ist schön, es ist wunderbar. 60 Mitarbeitende gehören zum Team in Frankfurt. Im Moment noch alle auf einer Etage. So, hier arbeiten unsere Mitarbeiter, die nicht im CSOC sind, nicht in diesem Cybersecurity-Bereich, sondern die in anderen Tätigkeiten hier sind. Wir haben ja auch unseren Werewolf Room, also die Mitarbeiter sollen sich auch mal entspannen, sollen mal was anders machen, mal eine Meditation, relaxen, zurückziehen. Oder, wie man hier sieht, unsere Muslims nutzen den Raum auch, um hier zu beten. Und hier ist dann Stopp. Hier beginnt unser Security Center.
Das ist der Bereich, in dem unsere 24/7 Datenüberwachung stattfindet. Und der ist ein gesondert besicherter Bereich. Da kommen auch andere Mitarbeiter überhaupt nicht rein. Das Thema Sicherheit ist hier noch einmal besonders wichtig. Wir haben eine Zertifizierung für uns als Cybersecurity-Firma. Und das bedeutet, man muss nicht nur beim Messeturm sich identifizieren, dass man überhaupt hochkommt zu uns, sondern man muss auch hier nochmal sich als Visitor registrieren. Und auch ich als Mitarbeiter muss 2 geschlossene Türen mit meiner Badge durchgehen, ehe ich überhaupt in Konferenzräume komme. All right. Yeah. And tonight you're coming to the Oktoberfest a little bit, I think, and then you're off to... Hier geht es in erster Linie um Cyberkriminalität, die bekämpft werden soll. Der hohe Sicherheitsstandard im Messeturm kommt der Firma Arctic Wolf entgegen, hat aber auch Auswirkungen auf den Arbeitsalltag. Dadurch, dass jedes Stockwerk für sich einzeln befahren wird und es auch aus Sicherheitsgründen so ist, dass man genau in seinem Stockwerk landet, hat man relativ wenig Kontakt zu anderen Kollegen aus dem Haus. Dafür haben wir unseren kleinen Kosmos und sind da auch ganz stolz drauf. Wir nennen uns ja das Wolfsrudel und das ist unsere Wolfshöhle. Also wir haben unsere kleine eigene Höhle hier. Die kleine Wolfshöhle ist eigentlich ein großer Gemeinschaftsraum, in dem auch gekickert werden kann. Vermutlich ist jede einzelne Firma, jede Kanzlei hier im Messeturm ein eigener kleiner Kosmos. Etwas abgeschirmt. Die Sicherheit geht eben vor. Genau, ja. Gensho Barsan kämpft im Wolfsrudel als IT-Spezialist normalerweise gegen Cyberkriminelle. Aber Ruth Hehmann hat mit ihm auch einen Mitarbeiter, auf den sie im Ernstfall bauen kann. Gensho ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und will heute in voller Montur trainieren. Jedes Jahr nimmt er so am Skyrun im Messeturm teil, wie viele Feuerwehrleute aus ganz Deutschland. Oben bis unten. Und dann testen wir es aus oben. Okay, versuchen wir jetzt. Für den Treppenlauf hat er sich extra einen Helm aus den USA besorgt. Typisch deutsche Helme, weil das extra, ich habe das bestellt für den Skyrun. Ah ja, echt? Ja. Wenn du jetzt richtig bei deiner Freiwilligen Feuerwehr bist, dann hast du den nicht. Genau. Andersrum, ja, richtig. Jawohl. Cool. Es sollte in jedem Hochhaus ein Thema sein, weil wir sind ja alle in dem Moment eingeschlossen, wenn was passiert. Und jeder muss darauf reagieren. Jeder muss wissen, das ist eine besondere Situation und man geht schnell aus dem Haus. Das ist ja sicher in diesen Bereichen, die man dann runtergeht. Aber man soll es nicht leicht nehmen. Man soll einfach damit rechnen, dass es wirklich jederzeit brennen könnte und dann wirklich auch das Haus verlassen und nicht denken, ach, das ist irgend so ein Feueralarm, der mal so läuft. Nee, der kann echt sein. Und wenn es echt ist, da gibt es kein Pardon. Dann gibt es einfach nur raus aus dem Haus und sich selber schützen. Ich finde es respekteinflößend, wenn man es schafft, 62 Stockwerke hoch zu rennen. Also, die habe ich jetzt hier vorbereitet. Ich sehe meinen Short an, dann komme ich wieder zurück. Der Treppenlauf über 1200 Stufen im Feuerwehranzug ist eine extra Herausforderung. Damit das klappt, muss Gensho Barsan regelmäßig trainieren. Momentan so 20, 25 Kilo zwischen. Jetzt 25 Kilo. Also, dann, wenn ich schwitze und so, natürlich wird mehr. Ja.